Es ist schon wieder mitten in der Nacht. Wir sind schon wieder auf dem schönsten Platz Salzburgs. Haben wir aus unseren Fehlern gelernt? Nein. Und es ist so kalt, dass ich die Kamera fast nicht halten kann. Und ein Regenschirm ist auch mit dabei. Etwa 2 Stunden später und wir haben es geschafft, meine Lieben. Bessere Zugfahrt. Es war keine 9-Euro-Ticketfahrt. Christoph hat investiert in einen IC. Ich bin hin und weg. Aber als das 9-Euro-Ticket nicht mehr gegeben hat. Wir sind hier beim neuen Lego Store in München, liebe Freunde. Kaufingerstraße 9. Es ist jetzt, Uhrenvergleich Ritter, etwa 9 Uhr. Ja, man hört die Kirchenglocken. Es sieht hier auf den ersten Blick noch sehr ruhig aus, doch der Schein trügt, meine Lieben. Es ist leider um die Ecke, stehen Sie schon, ja. Geht um die Ecke, ich glaube etwa 30 Meter weit. Und ja, wir werden uns jetzt mal anschauen, wie es hier zugeht. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich rein. Wahrscheinlich schaut es beim Hineingehen so aus, dass man ein Armbändchen bekommt und dann mit einer Rückkehrzeit den Store betreten darf. Wir melden uns dann, wenn wir mehr wissen. Aber der Store sieht von draußen auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Und auch auf den ersten Blick, was ich so erkennen kann, drinnen sehr, sehr schön gemacht. Also ich bin schon wirklich gespannt heute auf unser Einkaufserlebnis hier. Wir werden sehen. Ja, jetzt noch einen kleinen Blick. Wie gesagt, 1 Stunde vor Eröffnung, wo hier schon einiges los ist. Wir folgen dir unauffällig, Rita. Sehr unauffällig. Hey. Hallo, hi. Hi. Seit wann seid ihr schon da? Seit wann seid ihr schon da? Seit sehr gut. Ich hab gedacht, wir kriegen ein VIP-Bändchen oder so. Das. Ach, ja. Wir haben noch nicht. Hallo Frau Chefin. Hallo. Wir haben uns einmal im Lego Store in Wien unterhalten. Das ist ungefähr einen Monat her. 10 vor 10, meine Lieben, kurz vorm Opening. Hier wird sogar fotografiert mit diesem Lego-Männchen. Sie geht jetzt, glaube ich, wieder rein, weil ihr vielleicht zu kalt ist. Es hat jetzt auch zu regnen begonnen, aber der Wartebereich ist zum Glück dort hinten in dieser Arkade im Trockenen. Dort ist es auch ein bisschen warm und es ist unglaublich, wie viele Leute heute hier sind. Ich glaube, hier warten, keine Ahnung, mindestens 200 Leute. Wir haben noch einen Slot bekommen für die erste Partie. Wir stehen zwar sehr weit hinten dort drinnen, aber wir dürfen noch rein. Es werden gleich um 10 350 Leute in den Shop hineingelassen. Es sind auch schon jede Menge Mitarbeiter drin, die alle schon darauf warten, hier endlich ihre Kunden begrüßen zu dürfen. Also das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Wir haben auch schon mit jede Menge Leuten gesprochen. Also das ist schon sehr cool heute auch wieder mal. Auch wenn hier mehrere Stunden Wartezeit ist. Flo hat uns gesagt, er ist um 7 hier eingetroffen, also der wartet schon mehrere Stunden. Und die Atmosphäre ist aber sehr gut, es ist jeder gut drauf, es freut sich jeder auf das Opening. Und ich glaube, das wird auch sehr, sehr cool, wenn wir dann jetzt endlich in den Store rein dürfen. Wie gesagt, Rita, damit ihr das nur mal sehen könnt, wo sie steht, sie ist dort ganz hinten in der Schlange. Wir mussten schon mehrmals ein bisschen aufrücken, damit hier noch mehr Leute Platz haben, weil hier wirklich jetzt schon extrem viele Leute auf ihren Einlass warten. Also es geht noch bis ganz dort hinten. Wir sind irgendwo in der Mitte. Keine Ahnung. Und hier ist Rita.
Da loben wir uns wieder mal die deutsche Pünktlichkeit. Es ist ein paar Minuten vor 10 und die ersten Leute sind schon im Store drinnen. Die Schlange bewegt sich. Rita ist schon ganz aus dem Häuschen. Hier auf der anderen Seite sieht man auch die Schaufenster hier mit den Videospiele-Sets. Und es geht auch hinauf in den ersten Stock, soweit wir gesehen haben. Schauen wir mal, ob wir jetzt gleich mit reinkommen oder ob wir auf den nächsten Schwung warten müssen. Rita, wie geht's? Ich habe schon wieder vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Ja, sie ist wie immer offline. Jetzt. Aus Prinzip, um Christoph zu ärgern. Sie haben auch die Vielleicht Schaufenster funktioniert hier alle auch noch mein dekoriert. Mikrofon nicht so gut. Ich glaube ja, Christoph hat es manipuliert. Und ob das geht. Not sure. Super coole Gespräche übrigens schon in der Schlange. Also alleine deswegen hat es sich ausgezahlt, dass wir hierher gekommen sind. Sehr, sehr nette Gespräche von einfach sehr, sehr netten Leuten. Richtig. Und es ist für uns auch die Premiere heute hier bei einem Lego Store Opening. Stimmt, das erste Mal. Dabei zu sein. Ja. Haben wir bis jetzt noch nie geschafft. Nein. Und jetzt ist es gleich soweit. Oh mein Gott. Sie lassen Das wäre jetzt der Moment, wo wir sagen, wir müssen jetzt leider auch dringend aufs Klo, wir müssen wieder gehen. Unglaublich aber wahr, die Leute kommen sogar direkt aus Amerika, aus Arkansas, damit sie bei der Lego Store Eröffnung dabei sind und wir haben sie quasi schon interviewt. Ich sag's euch. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Hallo. Dankeschön. Hallo. Danke. Sehr, sehr cool. Hallo. Guter Tipp, danke. Guter Tipp. Letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Ja, haben wir letztes Jahr, glaube ich, online bestellt. Ja. So. Also der Schlitten ist wieder verfügbar, alles schon in Ich würde sagen, wir weihnachtlicher gehen jetzt einfach Dekoration. mit euch mal eine Runde. Ja. Sind selbst ein bisschen überwältigt gerade. Total coole Dekoration hier, passend zum Oktoberfest. Sie haben die Eröffnung wahrscheinlich absichtlich so ausgewählt, dass das heute stattfinden wird. Ja, ich da natürlich schon wieder Fotos für Instagram. Und hier gibt es alles, was es von Lego gibt, glaube ich. Liege ich da nicht. Ich schaue mir mal hier nach hinten. Wow. München einmal in Lego-Format. Schau mal. Richtig cool. Minifiguren werden wahrscheinlich eher oben sein, also werde ich mal raufschauen. Passt das? Rita, wir folgen dir natürlich. Die Leute kaufen wir schon wie wahnsinnig. Ja. Also gibt es irgendeine Limitierung auf die Sets, die man heute bekommt? Ich hoffe nicht. Auch hier Christoph darf nur ein Set kaufen. bayerischer Freund. Ja, der Store ist, je nachdem wie man es misst, jetzt der größte Deutschlands, der größte Europas. Wir haben gelesen, der in Berlin ist noch um ein paar Quadratmeter größer. Wir haben aber dafür irgendwie ein größeres Lager oder so. Also laut Verkaufsfläche ist auch der auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Und es ist schon, wir wissen auch gar nicht, was hier vorher drin war. Auf jeden Das Fall ist hat auch er sehr cool. 600 Der Blick zurück ist Quadratmeter. auch sehr, sehr Alles aus Lego. Wunderschön hier. das weibliche Pendant. Also auch mich gibt es hier. Ja, mir neu, dass Rita aus Bayern kommt, aber gut. So ähnlich vielleicht. Passt. Ja,
hier sind schon Leute mit dem Oh Leuchtturm. mein Gott, die mit Minifiguren. den, Disney-Schloss, das ja jetzt EOL geht. Ich gehe mal zu den Minifiguren. Und ja, Minifiguren, das sieht hier ein bisschen anders aus, als wir es von Wien gewohnt sind. Ich sehe hier Halloween-Figurenteile, Rita. Ich mache mal welche, oder? Sehr gerne. Nehmen wir welche Ja. mit. Gut. Schau mal. Okay, Rita haben wir jetzt also verloren. Dann gehe ich weiter. Rita, schalt vielleicht dein Mikro wieder aus. Gut. Sonst haben wir Tschüssi. dein Rascheln auf der Kamera drauf. Hier haben sie jetzt auch diesen neuen Mosaikmaker, den wir schon mal gesehen haben in nordamerikanischen Stores. Das heißt, hier kann man sich einerseits Figuren selbst zusammenstellen und bedrucken lassen. Was mega cool ist. Also schaut euch mal die Torsos an. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. I Love München. Hier also das Printstudio. Und so wie es aussieht, ist das hier die Pick-a-Brick Wall. Da ist dort hinten auch noch was, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall laufen hier Leute mit den Bechern herum. Und man kann sich auch hier, wie gesagt, sein eigenes Mosaik machen lassen. Da bekommt man dann die Steine, die man braucht, passend gereicht. Und hier das Angebot aus der Pick-a-Brick Wall. Erinnert uns ein bisschen an die Steine, die wir auch in Wien gesehen haben. Ja, wenn ihr Lego Stores kennt, dann kennt ihr natürlich auch das Angebot hier. Sie haben hier so gut wie einmal alles. Hier ist auch noch so ein Minifigurenturm. Schauen wir noch, was sie hier drinnen haben. Ja, mit dir nicht. Ah, servus. Servus und? Ja, voll im Stress. Was ist denn da schön? Ich weiß es nicht mehr. Aber Ding ist, man darf nicht so lange jetzt alles machen. Das mache ich extra mal. Meine wollte ja eh was. Ja. Ihr seht, es ist schon einiges los hier. Und Wartezeiten sind auch schon etwas länger. Das Elf- und Clubhaus. Hier tummeln sich besonders viele Leute. Danke. Ja, wie könnte es anders sein? Star Wars natürlich. Haben wir schon sehr viele Leute herumrennen sehen, hier auch mit größeren Sets. Hier ist der Blick vom ersten Stock auf die Kaufingerstraße runter. Also das ist wirklich mitten im Zentrum von München. Also unser Plan ist jetzt, wir wurden informiert, dass man beim Rausgehen aus dem Store diese I Love Munich 2x4 Fliese bekommt und dann auch noch bei Einkäufen entweder 70 oder 120 Euro was. Bei 70 Euro soll es diesen Lieferwagen geben und bei 120 diesen Lego Shop. Auch das hier schön, Schloss Neuschwanstein. Hier auch richtig mosaikmäßig. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viel Euro wir heute kommen werden, weil wir relativ viel schon gekauft haben. Aber wenn ihr hier mal mit mir Richtung Kasse schaut, also hier wird heute einiges an Umsatz gemacht, glaube ich. Und jetzt sind wir eigentlich direkt draufgegangen, weil unten so viele Leute waren und jetzt ist oben fast genauso viel los. Aber ich schaue jetzt noch mal mit euch hinunter. Rita wird sowieso noch ein kleines bisschen brauchen mit ihren Figuren. Auch hier seht ihr nochmal das ganze Ausmaß dieses Stores und was hier alles los ist. Also das ist schon unbeschreiblich hier. Wow. Noch mehr los als in deutschen Zügen zu 9 € Ticketzeiten.
wir filmen einfach hier nochmal rechts diese netten Figuren und die Brezen und diesen Hotdog-Stand. Das sind, glaube ich, auch neue Display-Stands hier, zum Beispiel mit dem City-Krankenhaus, wo man hier so eine Lupe hat und sich das Set dann aus der Nähe anschauen kann. Und auch diese Displaykästen hier, die ein bisschen offener sind, wo hinten die großen Bildschirme sind, die so thematisch, na gut, thematisch ist das jetzt nicht unbedingt, aber die hier so ein bisschen die Atmosphäre einfangen. Es gibt hier auf jeden Fall alles, was es von Lego gibt, soweit wir gesehen haben. Schauen wir dann noch nach hinten zu den Harry Potter Sets und auch wo die Erwachsenen-Sets sind. Sind viele Leute, glaube ich, vorbeigelaufen. Auch hier dieser Baum ist, hoppala, wunderschön hier mit der deutschen Fahne. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Steine hier alleine im Boden eingebaut sind. Und weiter geht es hier natürlich oben dann in der Baumkrone. Technik und so weiter, hier alles verbaut. Hier auch ein, keine Ahnung, deutscher Schäferhund. Schauen wir hier noch herüber, wo die Creator Expert Sets sind, die es ja hier alle gibt. Leider natürlich zum Teil auch schon mit der Preiserhöhung versehen. Haunted House, ein sehr beliebtes Leuchtturm. Haunted House ist das andere. Ich habe jetzt diesen Karton hier angeschaut und auf den Leuchtturm gefilmt. Auch ein Set, was ich heute schon ein paar Mal gesehen habe. Was die Leute herumtragen. Auch hier diese Disney-Sets, Haunted Mansion und das kleine Disney-Schloss, was jetzt aus dem Sortiment gehen wird. Hier auch so kleine Bautische, zum Beispiel für Mario, wo man so ein bisschen herumprobieren kann. Das wird hier sogar gefilmt, was hier passiert. Ein Close Look auf den Camaro. Also Sie wissen schon, wie Sie die Sets ausstellen. Das auf jeden Fall. Und der Store hat auf jeden Fall auch mehrere Shop-Ein- und Ausgänge. Und das heißt, wenn hier weniger los ist, könnt ihr hier wahrscheinlich relativ entspannt rein und raus. Wir gehen jetzt nochmal hinauf zu Rita und schauen, wo sie mit ihren Figuren hingekommen ist. Das dauert meistens ein bisschen länger, bis man da alle beisammen hat. Aber es ist erst 10 nach 10, also wir sind momentan ganz gut. Ich ziehe mich wieder an. Es war so heiß in dem Shop, nicht nur weil es coole Sachen gegeben hat und wir nette Leute getroffen haben, wo sich die Männer auch neben mir ausgezogen haben, aber andere Geschichte. Ja, es ist 11:30, wir sind wieder draußen aus dem Lego Store. Es stellen sich noch immer Leute an, wobei es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist. Ja, zum Glück. Wir haben auch ein bisschen was eingekauft. Wir haben coole Sachen geschenkt bekommen. Eine Riesenpackung Chips. Womit wir gar nicht gerechnet haben. Direkt aus Amerika. Von einem Bekannten aus einer amerikanischen Look. Dann natürlich auch, was wir nicht vorenthalten wollen, Rita, Was denn? das wieder bestens verpackt hier natürlich. Von den Stone-Varanen, die heute hier auch dabei waren. Grüße gehen raus. Auch eine Figur, vielen lieben Dank. Und wir haben die Fliese auf die ersten 2000, glaube ich, beschränkt. Ja. Ja. Bekommt jeder Besucher, das heißt, die haben wir 2 Stück. Und was gibt es sonst noch? Bayerische Brezen. Ja. Passend zum Oktoberfest. Rita ist jetzt, glaube ich, eh schon hungrig geworden. Und Lego-mäßig haben wir auch einiges bekommen. Wir haben insgesamt 6 dieser Figuren-Dreier-Sets gekauft. Da haben wir auch, wo ist die Kamera hier, ganz coole Teile bekommen. Vielleicht gibt es da auch ein Haul-Video mal dazu. Dann haben sie noch diesen Piratenschatz, dieses VIP-Set. Dann einmal den Lego Store, der glaube ich auch nur zur Eröffnung jetzt hier exklusiv rausgegeben wird. Und auch dieses Sandwich-Shop-Set. Und dann noch 3 Pick-a-Brick-Becher
zeigen wir euch gerne mal. Ja. Und ich muss sagen, an sich gefällt mir der Shop sehr gut. Das Einzige, was ich rundherum, was alle eher bekrittelt haben, ist, dass die Pick a Brick Wall jetzt nicht der Burner ist. Also wir haben ein paar gute Teile für die U-Bahn zum Beispiel gekauft, aber leider. Ja, die Teile waren hier heute sehr standardmäßig, also Die vielleicht Figuren kommen waren da aber auch cool. noch coolere. Die Figuren. Das kann natürlich sein, dass die heute bei der Eröffnung noch nicht das komplette Arsenal an Steinen bekommen haben. Ich schaue noch mit euch kurz da nach vorne, wie es hier auf der Vorderseite des Stores jetzt so aussieht. Es regnet jetzt auch leider, also schauen wir mal, ob die Kamera das aushält, aber ich glaube, es ist nicht zu stark. Hier stehen auf jeden Fall jede Menge Leute rum und wir haben mit so vielen von euch gesprochen, es war total cool. So viele Leute haben uns angesprochen während des Shopping-Erlebnisses. Wir haben in der Warteschlange heraus mit Leuten gesprochen, jetzt auch bei der Kasse wieder. Also lieben Gruß an euch alle, danke. Das hat wirklich auch die Eröffnung hier für uns zu etwas ganz Besonderem gemacht, dass man einfach die Leute trifft und sich hier ein wenig austauschen kann. Es ist jetzt natürlich schon Mittag in der Kaufingerstraße in München. Einiges los hier und ja, die Schlange zum Reingehen ist jetzt natürlich schon um einiges kürzer. Also für die Leute, die jetzt hier noch rein wollen, die müssen nicht so lange warten und noch gibt es noch die Sammelfliese, die auf 2000 Stück limitiert ist. Wir werden jetzt, glaube ich, mal was essen und was trinken gehen. Rita ist am Verdursten und Verhungern und dann melden wir uns vielleicht wieder, je nachdem, wo wir dann landen werden. Ja, ich ordne hier alles neu, weil es regnet. Ganz stilecht für München. Schaut mal, was Rita heute isst. Zu einer Münchner Store-Eröffnung gehören Weißwürste und natürlich ein Spezi. Wir sind nicht am Oktoberfest, aber so ähnlich. Besser als Oktoberfest. Hier im Augustiner Bräuhaus und hier haben wir einmal klassisches Schnitzel mit Pommes. Lasst es euch schmecken, hoffentlich habt ihr auch Weißwürste zu Hause. Fazit. Was mir rein. Okay. So, Rita ist gut abgefüttert. Ja, Und wir ich habe sogar noch eine heiße Schokolade bekommen, eine weiße heiße Schokolade, sehr empfindlich. Richtig. Was ist dein Fazit nicht nur zum Essen, sondern auch zum Lego Store? Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen sacken lassen. Es war so sehr voll drinnen. Ja. Und ich habe jetzt direkt ein paar Minuten gebraucht, um das Ganze ein wenig zu verarbeiten. Aber wie gefällt dir der Store so? Sehr nette Mitarbeiter, sehr schöner Store an sich, auch mit der Dekoration gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, die Pick a Brick Wall. Ja, also das ist wirklich das Einzige. Das wäre noch zu überarbeiten. Ja, aber ich bin mir sicher, dass die lieben Damen und Herren da schon was in Planung haben. Und man kann auch wahrscheinlich das Einkaufserlebnis von heute zur Storeöffnung nicht mit später vergleichen. Es ist jetzt schon früher Nachmittag, wahrscheinlich ist jetzt schon um einiges weniger los. Es war auf jeden Fall hat jede Menge Spaß gemacht, durchzugehen, die ganzen Sets anzuschauen, wie alles schön aufgebaut ist. Sie haben auch viele Sets eigentlich aufgebaut in den Vitrinen stehen gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen, da man da sehr schön gesehen hat, was es alles in der Box drinnen ist. Und wie gesagt, Rita hat, glaube ich, gut bei den Figuren zugeschlagen. Oh ja, Figuren waren echt cool. Über die GWPs gefreut. Hier übrigens, falls ihr noch immer am Zweifeln seid, ob wir wirklich in München sind. Oh. Irgendwie ist gerade bei der Kamera was nicht in Ordnung. Moment. So. Jetzt ist es, glaube ich, besser. Was war jetzt der Vorführeffekt? Ja, was ist jetzt am Programm? Über meine Kameratalente sprechen. Aber gut. Wir gehen noch kurz zu Galeria. Ja, weil wir dort natürlich auch die Lego-Sets anschauen wollen. Schauen wir mal, ob die bessere haben als im Lego Store. Ja. Und dann, je nach Wetter, könnte es sein, dass wir noch einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Auf jeden Fall hat sich, finde ich jedenfalls, heute die Storeöffnung doch ausgezahlt. Ja. Und es war wirklich ein cooles Erlebnis, da dabei zu sein, mit den ganzen Leuten zu reden. Es war so nett, mit euch zu reden. Ich habe einige Thomas kennengelernt und Kevin war auch mit dabei. Was weiß ich bin so schlecht beim Namen merken, aber auf jeden Fall an alle, die wir getroffen haben, sehr, sehr liebe Grüße. Liebe Grüße. Also wir sind jetzt hier wieder auf der Höhe vom Lego Store. Und es stehen aber Leute wieder an. Wie schon wieder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Beim Gimbal sperrt sich heute der eine Motor dauernd. Also hier ist jetzt wieder der Lego Store. Es ist jetzt 1:30, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und es stehen hier noch immer oder schon wieder Leute an. Ja. Und wir gehen jetzt aber nicht mehr rein, weil wir haben drinnen schon alles gesehen. Jedenfalls für den Moment. Aber es sieht so aus, als wären hier wieder
ein paar Leute am Start. Ja, sogar mehr als vorher, wo wir rausgekommen sind. Aber das wird sich sicher Aber in scheint nächster halb Zeit so wild. ändern. Scheint halb so wild, finde ich. Haben wir uns schlimmer vorgestellt. Wir haben schon gedacht, wir kommen in der Früh hin und bekommen irgendwie ein Ticket für 19 Uhr. Richtig. Witz, aber Damit haben wir gerechnet. Ja. Es war dann doch nicht so. Und jetzt gehen wir, ich glaube, das tun wir auch ein bisschen aus Trotz dem lieben Helden zuliebe. Wir gehen jetzt zur Galeria und schauen, was es dort an Lego gibt. wir sind nicht am Weg zum BMW-Werk. Leider nicht. Vielleicht gern reingegangen. Nein. Aber wir sind im Olympiazentrum. Es regnet jetzt ein bisschen. Es ist früher Nachmittag. Ja. Wir haben überlegt, was wir jetzt machen sollen. Es gibt natürlich in München jede Menge zu tun. Aber wir haben uns gedacht, wir probieren heute mal, weil ich ja ein alter Aquarianer bin. Vielleicht habt ihr es mal gesehen in einem Video. Wir haben viele Aquarien zu Hause in meinem Elternhaus. Wir schauen ins Sea Life. Oh ja, Und zwar wir schauen auch, zu den Fischi. weil wir das Ticket hier ja mit dem Merlin Abenteuerpass inkludiert haben. Genau. Und da haben wir uns gedacht, wir schauen da mal für euch rein. Vielleicht darf man auch filmen, ich weiß es jetzt nicht. Wenn ja, dann gibt es vielleicht von dort auch noch ein paar kleine Aufnahmen, falls ihr in München seid und den Merlin Abenteuerpass habt, ob es sich auszahlen sollte, auch dort für euch hinzugehen. Wir schauen mal rein. Vielleicht gibt es ja auch Lego dort. Ja, natürlich. Klasse. Kurzer Schwenk noch. Wunderbar. Leider ein bisschen diesig und wie gesagt verregnet. Aber wir sind am Weg ins Sea Life. Ja, und melden Wo uns dann sicher auch nass ist. von drinnen. Ganz richtig. Übrigens war die Zugfahrt heute hierher sehr, sehr angenehm. Intercity nach Karlsruhe. Da hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Und wenn wir uns so den Verkehr hier anschauen, ich meine, wir wären mit meinem Auto sowieso nicht nach München in die Innenstadt reingekommen. Wir hätten draußen parken müssen wegen der Umweltzone. Aber mit dem Zug war es jetzt eigentlich ganz angenehm. Und wir sind also direkt am Hauptbahnhof München ausgestiegen. Und wisst ihr was? Und Der gleich direkt IC rein. wäre direkt von Salzburg ins Legoland gefahren. Ich will ja nichts sagen, Also aber es gibt Züge, die fahren direkt von uns ins Legoland. Und wir haben auch im Lego Store eben bei der Eröffnung mit einigen Leuten geredet, die gleich direkt nach ihrem Besuch im Lego Store ins Legoland weitergefahren sind, teilweise auch aus dem Norden Deutschlands. Ja. Also hätten wir heute auch machen können. Lego-Vögel. Nein, Lego-Varane. Genau. Und wir haben aber gesagt, wir machen das heute nicht, weil wir wollen separat wieder mal ins Legoland fahren. Ja. Außerdem jetzt mit dem Zug und mit den schweren Taschen ins Legoland, dann kaufen wir dort sicher auch wieder was ein. Da bleiben wir heute lieber mal in München, aber wir werden demnächst sicher auch noch mal ins Legoland fahren. Es ist direkt kalt, seht ihr das? Immer ein Zeichen. Rita, entweder ist es kalt oder Rita ist eine geheime Raucherin und hat mir noch nichts davon gesagt. Ja, klar. So, wo ist jetzt das Sea Und Life? Schokoladenzigaretten definitiv. Das waren die besten. Oder Kaugummi-Zigaretten. Ha, Das ist das möglich, hatte ja. was. Also entweder ihr seht jetzt dann gleich Aufnahmen aus dem Sea Life oder wir haben uns verrannt. Von, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten, die sich verlaufen haben im Olympiapark. Stolzen Schrittes marschiert Rita in Richtung Sea Life. Wir haben es noch gefunden. Also es ist hier hinten, falls ihr fragen solltet. In der letzten Ecke. Wir haben jetzt gerade noch eine Reservierung für 14.30 Uhr mit dem Handy hinbekommen. Ja. Obwohl es schon ein paar Minuten nach 14.30 Uhr ist. Aber wir sind uns sicher, die lieben Damen und Herren werden hier so nett sein und uns reinlassen. Ja. Und dann melden wir uns vielleicht von drinnen wieder. Keine Ahnung, ob man drinnen filmen darf. Wir werden das herausfinden. Wir werden sehen. Keine Ahnung, ob ihr uns hören könnt, weil hier dieser Wasserfall dezent laut ist. Aber Rita ist schon am Beobachten der Fische hier. Sie hat sich sogar ein Buch genommen. Und ich glaube eine Karte, wo wir uns nachher noch fotografieren lassen können. Also wirklich Lifestyle ohne Ende. Man darf ja auch fotografieren und filmen, allerdings ohne Blitz. Aber das machen wir natürlich. Ja. Christoph spaziert durch den Regen, er winkt euch. Also ich muss sagen, ich war noch nie in einem Sea Life.
Deswegen auch keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber ich finde, sie haben sich wirklich Mühe gegeben und es ist wirklich sehr nett hier. Und allein, dass hier drinnen regnet, finde ich einfach sehr, sehr süß. So, ich gehe wieder zu Christoph runter. Da ist so ein extra Weg, wo man gehen kann. Und es regnet genauso wie draußen. Es hat aufgehört. Ich mag sie zwar nicht antreffen im Wildlife, aber ich muss schon sagen, sie sehen schon echt cool aus, speziell wenn sie so speziell beleuchtet werden. Mega mäßig. Nachdem Christoph es schon so gewohnt ist, aus Wild City irgendwo hinein zu kraxeln, kraxelt auch hier hinein. Und unglaublich aber wahr, er passt da hinein. Also von der Höhe her hätte ich mir nicht gedacht, er ist nicht einmal, er kniet nicht mal. Also nicht schlecht, er spricht. Ich wollte schon sagen, wie fühlt es sich als Astronaut an? Aber es ist ja eigentlich eher ein Unterwasser-Taucher. Mutter Natur hat schon sehr seltsame Wesen hervorgebracht. Damit meine ich nicht dich, Rita, sondern unsere Freunde hier, die aber sehr interessant sind anzusehen. Wir haben zwar das falsche Buch, aber das macht nichts. Wir stempeln trotzdem. Ich finde das nämlich ganz lustig. Das sind so Druckstempel, also nicht Stempel, aber ich weiß nicht, ob ihr das dann sehen könnt. Da ist wie so eine Anemone jetzt eingestempelt. Sieht man das? Also bei dem Licht wahrscheinlich eher weniger, aber du könntest ja mal ein bisschen die Tauchersprache lernen, Rita. Wir haben hier unseren Freund, der offenbar kommunizieren will und du musst mit ihm reden. Oh! Nichts wie weg hier. Also mir gefällt das Sea Life hier auf jeden Fall sehr gut. Es ist von der Szenerie her sehr ähnlich eigentlich gehalten wie das im Legoland. Hier, der gefällt uns auch so gut, So haben wir cool. schon geschaut. Was ist das für ein Fisch? Nach was sieht er aus? Ja, klar, Tannenzapfenfisch. Ein Tannenzapfenfisch, ganz genau. Also wir lernen hier viel und Moment mal, wir haben unsere Einkäufe übrigens, hoppla. Weiß nicht, was heute wieder mit dem Gimbal los ist. Wir haben unsere Einkäufe hier in so einem professionellen Wägelchen, was wir hinter uns herschleppen. Deswegen sind wir auch nicht so schnell, aber das passt gut. Streitet mit dem Gimbal. Schau mal mit euch weiter. Ah, hier geht's wieder weiter. Wir finden uns wieder ein bei Seepferdchen. Rita hatte recht, hier gibt es wirklich Haie und Ja, Rochen. sag ich doch. Denen möchte man lieber nicht begegnen in freier Wildbahn, aber hier finde ich sie ganz interessant anzusehen. Ist das Die nicht kommen nett? auch immer so raus und schnuppern die frische Luft. Was mir sehr gut gefällt, würde ich auch machen, wenn ich so ein Rochen wäre. Naja, wir hüpfen manchmal ins Wasser und sie schnuppern die Luft. Ganz richtig. Ja, vielleicht ist ihnen Echt? heiß. Die wollen sich ein wenig abkühlen. Ihr merkt schon, wir kennen uns sehr gut aus. Und manche liegen einfach dort unten und, keine Ahnung, Vielleicht sollten wir Fischblogger werden. entspannen sich. Oh weh. Christoph mobbt den weißen Rochen. Ja, ich habe zuerst geglaubt, er lebt nicht mehr, weil er irgendwie so hell ist und nicht geschwommen ist, aber jetzt bewegt er sich wieder. Und dem Und- Fisch Zaza. Viele andere sind auch hier umher. Sieht auch ganz gut aus eigentlich. Von hier unten. Und Rita. Bei den Haien. Okay. Ich finde die einfach so süß. Manche sehen aus wie Bösewichte. Manche sehen einfach nur lustig aus wie zahnlose Ungeheuer. So, jetzt sind wir bei den großen Kalibern anbelangt. Hier ist jemand, der gerade chillt. Aber es schwimmen hier auch immer wieder Haie vorbei. Und ich glaube, wir kommen dann auch durch diesen Gang hier durch. Spooky, ooky. Wir schauen dann mal rüber. Das wird richtig spooky. Während Rita hier wieder was abstempelt, kümmern wir uns um das Wichtige. Wir haben hier heißt Feuerfische, Wichtiges? denen wir auch nicht unbedingt begegnen wollen. Na, Gleich mehrere. Und ihn hier, weiß
nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Ich glaube, er ist nicht zu übersehen. Oh, da sind sogar zwei drinnen. Den anderen habe ich gar nicht gesehen. Oh. Quetscht sich durch. Aber hier ist auch diese komische Moräne oder was das ist, oder dieser Aal drinnen. Ja. Sieht man wahrscheinlich auf der Kamera. Also auf der Kamera kommen die Farben und die ganzen Tiere natürlich nicht ganz so zur Geltung wie in Natura. Von Ariel Sieht schon weiß ich, sehr- das sind Bösewichte. Ja, Ich beeindruckend nähere aus. mich ihnen nicht. Rita, wenn sie ein Lego-Set sieht, was ihr gefällt. Sie haben wirklich schöne große Aquarien hier, also ich bin beeindruckt. Oh, das hier wird natürlich ein wenig vergrößert, aber hier haben wir einen riesen Hummer oder was auch immer das ist. Will Rita wahrscheinlich auch eine Languste eher auf dem Teller haben als in freier Wildbahn. Aber gut, das gibt es halt heute nicht. Und hier haben wir jetzt die Tiere, die wir schon, oder diese Dinge, die wir schon die ganze Zeit gesehen haben, aber wo wir nicht wussten, was das ist. Die kann man hier auch streicheln. Die sind in manchen Aquarien, also wir haben hier einen, was? Ein Katzenhai? Zebrahai, Vielleicht schlüpft der erst? Nein, ich weiß es nicht. ein Katzenhai. Kindergarten. Das sind, glaube ich, sind das die Eier, wo die drinnen sind vielleicht? Also unsere Kamera glaubt, wir filmen hier eine Blume, jedenfalls laut dem Autofokus. Ist es aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, hier reifen Haie und Rochen heran und das finde ich mal mega cool. Also das habe ich noch nie wo gesehen, aber es sieht fast so aus. Sieht aus wie so ein Zip-Bag. Ja, das heißt, das hier sind die Kindergartentanten Ja, und schau. Onkeln. Katzenhai-Ei. Katzenhai-Ei. Katzen. Sehr interessant. Also da haben wir auch auf jeden Fall wieder was gelernt. Oh. Und Rita, wenn das Lego-Set zu teuer ist. Also das kommt wahrscheinlich auf der Kamera nicht so gut rüber, aber die Fische sind extrem groß hier. Größer als sie wahrscheinlich eigentlich sind. Für Kids gibt es hier übrigens auch jede Menge so Displays und Bildschirme. Die lassen wir aber eher aus. Wir interessieren uns eher für die Aquarien. Größenvergleich Rita und der weiße Hai wahrscheinlich. Ja, fast gleich groß. Also man wandert hier so durch und kommt immer wieder in so Nischen, wo man reingehen kann. Ui. So cool. Sehr beeindruckend. Rita bei den Haien. Hier gibt es auch so einen Durchgang, wo man da so unter dem Aquarium ist. Da muss man übrigens, also manchmal wird einem da ein bisschen schwindlig. Ja. Aber es geht Nicht schon. nur, weil hier solches Getier herumschwirrt und Vielleicht auch schwimmt. deswegen. Und Rita hat gerade off-camera schon gesagt, dass wir jetzt, glaube ich, schon mehr von hier gefilmt haben als vom Lego-Store. Tut uns leid, wenn ihr wegen Lego eingeschaltet habt und jetzt gibt es hier nur Fisch-Content. Aber wir haben uns gedacht, dass euch das vielleicht auch hier mal interessieren kann. Ja. Außerdem soll es ja nicht nur ein Lego-Store-Opening-Video sein, sondern auch unser Tag hier in München. Genau. Wer weiß, was wir sonst noch alles erleben. Wir haben das SeaWorld wieder verlassen. Hat uns sehr gut gefallen. Wirklich Ja. tolle Fische und andere Tiere gesehen. Wir waren insgesamt, Fische. ich glaube, 1 Stunde 20 Minuten drinnen. Also das könnt ihr ungefähr so als Maßstab. Es ist nicht gigantisch groß, aber trotzdem sieht man jede Menge coole Tierchen. Wir haben dort viel gefilmt. Jetzt sind wir, wie ihr vielleicht erkennen könnt, noch in einen Shopping-Tempel gefahren, Olympia-Einkaufszentrum, und sind hier Shopping-Tempel. bei einem, ja, nennen wir es mal, amerikanischen Donutladen eingekehrt, weil der Kaffee jetzt schon sehr dringend war. Das wird Rita jetzt gleich alles verdrücken. Und es gibt Vanillekaffee, habe ich gehört, und richte ja dein Mikro, dass du schön hineinsprechen kannst. Ich kann gar nicht viel reden, da ich mich schon so freue auf meinen Donut und meinen Vanillekaffee. Ja.
Wir holen uns ein bisschen von den Eskapaden des heutigen Tages. Wir haben auch bei Galeria ein paar Kleinigkeiten gekauft. Übrigens, die Lego-Abteilung war dort sehr gut sortiert und die Mitarbeiter waren äußerst kompetent. Also wir haben sogar ein längeres Gespräch mit einem Linzer, Grüße gehen raus, meine Heimatstadt, geführt, der Linzer dort treffen sich immer. im Lego-Bereich aktiv war. Also er hat bei Galeria gearbeitet, glaube ich, oder für Galeria. Und der hat uns super toll beraten, für Rita noch ein Ninjago-Set für ihren Neffen klar zu machen. Ja. Und ja, es hat auch jede Menge gegeben und auch für Tim so eine Handpuppe noch im Der ist so Katzen- süß. oder Lux-Stil. Wirklich sehr lieb. Ja, jetzt genießen wir mal Kaffee und dann schauen wir weiter. Es ist kurz vor 18 Uhr, wir sind wieder am Münchner Hauptbahnhof. Ihr seht, Rita spricht kein Wort mit mir, sondern sie chattet mit euch auf, keine Ahnung, Instagram. Ja. Und Ich ja, habe bitte gerade meine Chipsbackerl gepostet und gepostet. hast du überhaupt dein Mikrofon eingeschaltet? Dann wird man dich wahrscheinlich gar nicht verstehen. Also sie hat ihr Chipspackerl gepostet und wir genießen in der Zwischenzeit die Züge. Das ist nicht unserer, aber ein Zug der Südostbayernbahn. Immer wieder sehr interessant, hier am Münchner Hauptbahnhof die Züge zu beobachten. Dort hinten sieht mir aus, als wäre das irgendeine Art Museumswagen hier mit diesem Panorama-Glasdach. Und hier natürlich jede Menge ICEs und alle möglichen, sogar ein Thalys aus Frankreich war zuerst hier. Also jetzt natürlich, wenn ich die Kamera einschalte, ist hier wieder wenig los, aber hier tut sich immer einiges. Und ich glaube, hier könnten wir auch mal einen ganzen Tag verbringen und nur Züge filmen und fotografieren. Ja, wir warten jetzt mal auf unsere. Rita, wie geht's? Ich bin erleuchtet. Also statt 1,5 Stunden Fahrzeit haben wir jetzt ja fast 3,5 Stunden von München nach Salzburg gebraucht. Es war so ziemlich alles ein Desaster, was nur ein Desaster hätte werden können. Und ja, wir haben es jetzt aber geschafft. Also wir hatten zuerst viel Verkehr auf dem den Gleis. Schienen, Ja. wo ich mir gedacht habe, was, wir stehen im Stau auf den Schienen. Ja. Mega. Stau auf den Schienen, dann ist während des Wartens ein Passagier umgefallen und wir brauchten einen Notarzt. Also nicht wir, aber fast. Nein, der anscheinend vom Oktoberfest gekommen ist. Also Ja. Dann war natürlich jede Menge noch wieder Rückstau und noch eine Signalstörung. Und ja, jetzt ist es so gewesen, dass uns der Zug leider nicht mehr bis nach Österreich gebracht hat. Der Zug hat uns jetzt einfach in Deutschland an der letzten Station in Freilassing rausgelassen. Und ist wieder zurück nach München Und ist wieder gefahren. nach München gefahren und wir mussten dort jetzt im strömenden Regen dann auf den nächsten Zug nach Salzburg warten, wo wir jetzt gerade angekommen sind. Also wir wissen jetzt, dass das schlechte Zugfahren nicht nur etwas mit dem 9-Euro-Ticket zu tun hat. Ja, wenn Züge nicht fahren, ist es schlecht. ja, richtig. Ja. Deswegen unser Fazit, lasst eure Lego-Züge fahren, denn wenn sie nicht fahren, ist es schlecht. Ganz richtig. Alles in allem war es aber trotzdem ein cooler Tag heute. Ja. Also mir hat die Eröffnung sehr gut gefallen im Lego Store. Hatten jede Menge Spaß, auch mit vielen von euch, was sehr, sehr cool war. Ja. Und auch der restliche Tag im Sea Life und jetzt auch noch am Schluss im Olympia-Einkaufszentrum. War wirklich wieder mal was ganz anderes für uns. Wir waren früher öfter mal in München, jetzt in letzter Zeit leider nicht so oft. Aber es hat uns ganz gut gefallen und wir werden jetzt mal unsere Einkäufe hier in aller Ruhe anschauen. Vielleicht teilen wir das auch mit euch in einem Haul-Video, ich weiß es noch nicht genau. Ja. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Das stimmt. Schreibt uns auch ihr gerne in die Kommentare, ob ihr schon bei einem Lego Store Eröffnungstag dabei wart. Hast du das mit dem Oder- Lastwagen schon gesagt? Ach ja, den Lastwagen Eigentlich gab hätte es ja nicht. eigenen Lastwagen geben sollen. Achtung, ich spanne den Schirm Ja, auf. eines der GWPs war nicht oder nicht mehr verfügbar. Ganz Und das seltsam. gibt es anscheinend erst ab 4. Oktober dann. Ja, also diesen Aber- Lego LKW ab Ja. 70 Euro, den haben sie nicht gehabt. Da waren einige Nein. ein bisschen enttäuscht, weil sie gesagt haben, Ja, der wir wurde auch. beworben und ist jetzt nicht verfügbar. Er Ja. kommt aber leider erst ab 4. Oktober. Und ja, wenn ihr dann noch mal hinkommt, gibt es wahrscheinlich die Fliese nicht mehr. Da haben wir auch gehört, dass die Ja. Fliese zur Neige geht. Die wurde 2000 Mal produziert angeblich und Ja. war jetzt am Nachmittagabend dann schon fast aus, haben wir gehört. Und ja, dafür gibt es ab Dienstag dann
oder ist der Dienstag, der 4. Oktober, ich weiß Ich es glaube, nicht, ja, Dienstag. ist dann der LKW verfügbar. Ja, so ist das halt. Ja. Wir haben, wie gesagt, eher heute Figuren und auch bei Teile. der Pick-a-Brick-Teile eingekauft, ein kleines Set für Rita. Zeigen wir euch gerne. Danke auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart, hier bei diesem etwas spontanen Abenteuer. Vlog. Es war geplant Lego Store und ist dann ein bisschen mehr geworden, ja. aber wir haben uns gedacht, vielleicht interessieren auch manche von euch das Sea Life. Und ja, jetzt sind wir wieder zu Hause und Fast. müssen jetzt noch durch den Regen bis zu unserer Wohnung Und es gehen. ist so kalt. Aber gut, das ist halt manchmal so. Ja. Was auch cool war, eine Anmerkung Sag. noch, sagst du schon Tschüss? Darf ich noch was sagen? Sag. Haben wir noch Akku? Ja, es geht gerade noch. Viele, ich weiß nicht, habe ich das schon oder habe ich das vielleicht schon gesagt? Ich bin Achtung, jetzt eine im Latsche. Zug ein wenig, ja, Jo. Ja? nicht mehr so gut bei bester Gesundheit gewesen. Es sind auch viele von den Leuten, die wir im Lego Store getroffen haben, auch viele von den Stone-Waranen, Grüße gehen raus, sind viele gleich direkt ins Legoland weitergefahren, was wir eine total coole Aktion Ja. gefunden haben, denn die haben sich im Lego Store in München getroffen und sind dann, wie gesagt, weitergefahren, gleich nach Günzburg. Hätten wir auch überlegt, aber wir haben uns gedacht, wir bleiben lieber Aber mal in wenn München. die Heimfahrt von München schon 3,5 Stunden gedauert hat, wäre sie von Günzburg, wären wir, glaube ich, gar nicht Dann mehr hätten wir irgendwo hingekommen. übernachten müssen, richtig, Ja. ja. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Und Bis zum nächsten danke Mal. fürs Einschalten. Und danke für die netten Gespräche heute im Lego Store. Ja, und die lieben Speziell Nachrichten, auch, genau, und die wir Nachrichten. jetzt während der Heimfahrt Und gelesen alles. haben und Ja. alles. Also wirklich, ihr seid wirklich 1A. Vielen lieben Was Dank. Auch die würden wir- Mitarbeiter des Lego Stores waren heute sehr freundlich. Ja. Was würden wir ohne euch tun bei so langen Zugfahrten? Ja. Es wäre so fad. Also danke fürs Entertainment. Okay. Na gut, dann macht's gut und lasst einen Zug fahren, bitte ohne Verspätung. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Vielleicht beim Hall oder auch in der Lego City. Wir werden sehen. Vielleicht. Bis demnächst und tschüss. Tschüss.